Hallo meine Lieben, heute ist Tag 5 der Weihnachtskarten-Challenge und heute geht es mal nicht um ein Stempelset, sondern wir arbeiten heute mit einem Stanzenset und zwar diesem hier. Das sind Stanzen, mit denen man einen Elch ausstanzen kann und das entsprechende Geweih auswählen kann. Und was wir damit genau machen, das zeige ich euch gleich. Normalerweise, wenn ich mit diesem Stanzenset arbeite, schneide ich einfach einen Hirsch aus und klebe den dann auf eine Karte drauf. Und heute möchte ich das gleich umgekehrt machen. Und zwar haben wir hier eine Basiskarte, die ist wie immer 14,8 mal 10,5. Dann habe ich eine Mattung drauf, die ist 14,3 mal 10. Und das habe ich mit 3 verschiedenen gemacht, einfach damit wir so ein bisschen sehen, wie das wirkt. Und dann habe ich noch eine Karte, die ist wiederum 0,5 kleiner, das heißt, da haben wir eine 13,8 mal die 9,5. Und aus diesen Papieren werden wir einen Hirsch ausstanzen. Und zwar nämlich hier diesen. Und ich weiß, das Set wäre eigentlich nicht dafür gedacht, deshalb habe ich hier 2 Geweihe einfach voneinander gebrochen, damit ich das machen kann, was ich machen will. Ja, und das stanzen wir jetzt aus diesen 3 Karten aus. Ich habe den Hirsch so ein bisschen mittig drauf geklebt, damit der schön in der Mitte ausgestanzt wird. Und da wir die Big Shot gerade auf dem Tisch haben, können wir auch gleich den nächsten Schritt machen. Ich möchte das hier mit dem Schneeflockenmuster prägen. So, das habe ich jetzt mit allen 3 gemacht. Jetzt können wir die Basiskarten nehmen. Da seht ihr eigentlich auch schon, was das Ziel ist. Ihr könntet das, wenn ihr wollt, könnt ihr das mit so einem eine weitere Dimension eigentlich machen.
Ich finde es jetzt aber eigentlich sehr schön, so wie es ist, und ich werde das tatsächlich auch gleich so jetzt auf die Karten kleben und dann machen wir dann noch einen Spruch. Und ihr habt gesehen, ne, ich habe auf dieser letzten Karte extra nur außen am Rand Kleber aufgetragen. Dann hat sie hier so die Möglichkeit, sich noch zu heben, und es gibt ein bisschen mehr Dimension. So, jetzt haben wir diese 3 Karten. Ich finde, sieht echt cool aus. Muss ich mehr machen. Und was wir jetzt noch machen, wir wollen noch einen Spruch aufbringen. Und zwar wäre jetzt langweilig, wenn ich hier einfach was Weißes drüber legen würde, und deshalb mache ich das so, dass ich auf Weiß stemple und dann eine Mattung quasi auch für das mache. Das heißt, nur hier so 1 Millimeter, 1-2 Millimeter oben und unten dann wegschneiden und die dann auf dieselbe Breite wie die Mattung der Karte bringen. Genau das machen wir jetzt. Das heißt, wir stempeln zuerst, und den Stempel, das wollte ich natürlich auch noch sagen, ich habe hier ein Set mit diesen Polar Bears, und da hat es einen ganz schönen Spruch drin, der da heißt: Wishing you beautiful moments and all the happiness a heart can know. So, das werde ich jetzt stempeln. Ich habe mir hier extra schon Streifen zurechtgeschnitten, die passend sind für diesen Stempel. Und fürs Stempeln nehmen wir natürlich das Stempeltool. Und ich werde mit der STAZON stempeln. Jetzt gehe ich hin und klebe das effektiv schon mal auf diese Unterlagen, und dann kann ich die entsprechend dann noch zurechtschneiden.
Jetzt weiß ich ja, dass die Mattung hier, dass die 10 cm ist. Von dem her muss ich dieses Stück jetzt auch auf 10 cm zurechtschneiden. Und dann versuche ich hier ungefähr den gleichen Abstand hinzukriegen, wie ich das unten schon hatte. Und wenn wir das alles geschnitten haben, dann bringen wir diese Streifen noch auf. Und zwar mache ich das mit Dimensionals, um dem Ganzen auch noch so ein bisschen mehr Dimension zu geben. Korrigiere das hier kurz. Ich habe gemerkt, dass es eigentlich schöner aussieht, wenn es wirklich so weit unten zu liegen kommt. Jetzt müsste man noch die richtige Stelle erwischen, ne? Wir starten auf der Mattung. So, und das sind auch schon die heutigen 3 Karten. Ich finde es echt klasse. Es ist simpel gemacht, aber das Design kommt schön hervor. Man sieht den Hirsch, man erkennt den auch wirklich. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, habe ich wie immer unten in die Links gestellt. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das noch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!